Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und ich starte mit einer Frage an euch. Mögt ihr Memes? Braucht ihr Memes? Also ich für meinen Teil und meine Kollegen auf der Arbeit, wir schicken uns gerne Memes, um Situationen zu verlustigen, um sie zu umschreiben etc., wofür Memes halt gut sind. Und ein Kollege sagte dann irgendwann zu mir, bau doch mal mit Stable Diffusion einen Meme-Generator. Und ich habe kurz überlegt und dachte, das müsste möglich sein. Und dann habe ich mich dran gesetzt und in diesem Video möchte ich wie immer etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen und euch zeigen, was ich da gebaut habe. An dieser Stelle auch schöne Grüße an meinen Kollegen Nils oder wie wir ihn auch nennen, Nils. Okay, dann steigen wir mal ins Thema ein. Und ja, ich habe einen Meme Generator in Confi.ui gebaut. Warum? Weil ich wissen wollte, ob man es machen kann. Und ja, es geht wirklich. Und damit kann man auch direkt mal zeigen, wie mächtig Confi.ui eigentlich auch im Vergleich zu anderen Image-Generatoren für Stable Diffusion ist. Und ihr seht hier schon ein bisschen was. Aber bevor wir in das Thema eintauchen, ihr braucht im Vorfeld noch etwas. Und zwar eine Custom Node Collection. Das ist nämlich die Quality of Life Custom Node Collection. Die kommt mal wieder mit einem mit einer Sammlung von ein paar Nodes an. Interessant für uns ist aber eigentlich nur diese Node hier, String to Image. Und die werden wir gleich reichlich sehen. Das andere ist, könnt ihr euch angucken, werden wir jetzt aber nicht drauf eingehen. Zum Installieren, am praktischsten ist es, wenn ihr den Confi.ui Manager installiert habt. Schaut auch gerne in mein Video zu dem Manager rein. Da habe ich alles erklärt. Geht hier auf Install, gebt hier ein Quality, drückt auf Search und dann findet ihr die Quality of Life Suite. Könnt ihr hierüber installieren. Alternativ natürlich, habe ich auch im Custom Nodes Video erklärt, könnt ihr das Ganze wie gehabt über Git euch runterladen. Die gibt es auch auf Civit AI. Sucht da mal nach Confi.ui Quality of Life, da könnt ihr die auch runterladen und dann wie gehabt hier in den Confi.ui Custom Nodes Ordner packen. Hier ist sie drin. Das habe ich in den anderen Videos schon ausführlich erklärt. Gut, jetzt muss ich mal gucken, wie wir am besten in das Thema reinkommen. Also was ihr hier schon seht, ist im Prinzip die Einstellungssektion für den Meme Generator. Und zwar könnt ihr hier ein paar Werte einstellen, wie zum Beispiel die Font Size. Ich gebe das mal wieder alles auf Standard zurück. Ich habe jetzt ein bisschen größere Bilder für das Video generiert, aber zum Testen oder zum Arbeiten jetzt hier in diesem Video werde ich das mal auf mehr oder weniger Standard zurücksetzen. Und zwar habe ich das Ganze basiert auf einem Standard von 1024 Pixeln in der Breite und der Höhe. Und das werden wir jetzt auch anwenden. Ich gebe mal hier eben alles ein. Hier oben könnt ihr den Text für Line 1, Line 2, Line 3 und Line 4 eingeben. Und was das Ganze macht, schauen wir uns mal an. Ich nehme mal einfach ein anderes Bild. Hier sagen wir einfach mal ein Frosch. So, ich benutze das Ref Animated Model mit der Stable Diffusion VAE Clip Skip -1 und ansonsten ist hier noch nichts. Und ich lasse das mal durchrattern. Da kommt unser Frosch. Rechts geht es noch weiter, zeige ich euch gleich. Wir warten aber mal eben ganz kurz, bis das Preview-Image hier unten geladen ist. Und da ist es. Ich werde das Video auch wieder ein bisschen cutten, damit wir nicht warten müssen. Warum wir warten müssen, seht ihr gleich. Und ihr seht, wir haben jetzt unsere 4 Lines hier, die wir hier oben angegeben haben. Wir haben ein 1024p großes Bild. Wir haben einen Textschatten. Wenn man das hier mal ranzoomt, der Text wirft einen Schatten. Das kann man auch hier konfigurieren, genau wie die Font Size und Line Offset. Zeige ich euch auch gleich. Beziehungsweise das kann ich auch jetzt machen. Ich mache es jetzt mal.
dann haben wir hier die Einstellungen durch. Und zwar, was Line Offset macht, es schiebt die Line 2 etwas nach unten und die Line 3 etwas nach oben. Das heißt, wenn ihr größere Font Sizes hier benutzt, sagen wir mal eine Font Size von 130, das müsste jetzt schneller gehen. Ich habe die Seeds, glaube ich, auf Fixed gestellt. Ja, das ist noch zu klein. Wir gehen mal sogar auf 160 hoch. Ach komm, was soll der Geiz? Geben wir es halt ein. So, da sieht man es ganz gut. Wenn ihr in sowas reinkommt, für Memes mit wenig Worten und dafür einen größeren Font, dann könnt ihr mit dem Line Offset hier nämlich angeben, dass sich das Ganze ein bisschen entzerren soll. Ich mache mal 14, ich weiß nicht, was bei rauskommt. Da muss man da ein bisschen rumprobieren, bis es einem passt. Ja, ihr habt schon gesehen, es geht hier oben runter und hier unten hoch. Das entzerrt sich dann ein bisschen. Dann habt ihr die Möglichkeit an der Stelle auch Line 2 und Line 3 von Line 1 und Line 4 zu separieren. Gut, wir stellen nochmal wieder alles auf Anfang, 110, 4 und 1024, das passt. So, was passiert hier? An dieser Stelle könnt ihr, wie gesagt, die 4 Lines beschriften. Hier die Font Size angeben, hier die Shadow Size, hier die Size des Bildes an sich, wobei wir immer ein Quadrat haben. Weite und Höhe habe ich gleichgesetzt und der Line Offset habe ich gerade erklärt, damit kann man die Lines ein bisschen verschieben. Dann kommt ein Pipe Loader aus den Tiny Terra Nodes. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ihr seht vielleicht hier oben, dass ich hier so Batches dran habe. Damit können wir jetzt besser sehen, aus welchen Node Packs die Nodes auch kommen. Und hier, das sind zum Beispiel schon von der neuen Quality of Life Suite Nodes. Hier vorne haben wir Tiny Terra Nodes. Findet ihr alles auf diesem Kanal auch. Beschreibungen dazu. Aber das ist ein Update des Comfy UI Managers. Und zwar könnt ihr hier unten jetzt mit dem Badge, könnt ihr None sagen, könnt ihr Nickname sagen und ihr könnt auch die ID und Nickname sagen. Das ist dann die ID der Node hier. Ich lasse es mal auf Nickname, aber für uns in diesen Videos hier hilft es, glaube ich, ziemlich gut. Dann könnt ihr einfach mal auf Pause drücken und gucken, woher stammt diese Node überhaupt, aus welchem Custom Node Pack. Und wenn da nichts dran steht, dann wird die aus Comfy UI selber kommen oder der Node-Ersteller hat irgendwas vergessen. Ich weiß nicht, wie die Konfiguration für die Nodes ist. Auf jeden Fall, ich finde, es macht alles schon super einfach jetzt. Okay, weiter im Text. Ich benutze gerade das Ref Animated Model, haben wir schon gesagt. Wir haben a Frog eingegeben, wir haben ein Textual Inversion im Negative. Bei Frosch müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken um Nacktbilder machen. Das ist immer ein Nacktbild bei Fröschen. Okay, weiter geht's. Wir gehen in einen Sampler rein mit einem 512 x 512 großen Bild, einfach damit es schnell geht, das Bild schnell gerendert wird und auch weil Stable Diffusion 1.5, das ist nämlich ein 1.5er Model, auf diese Größen trainiert ist. Das heißt, damit kriegen wir die besten Ergebnisse raus. Weiter hier rechts habe ich einen High-Res-Fix eingebaut aus den Tiny Terra Nodes. Ist im Prinzip dasselbe wie Upscaling mit Model und danach wieder ein Downscaling, was man mit Comfy UI machen kann, habe ich im Upscaling-Video gezeigt. Einfach damit es ein bisschen übersichtlicher bleibt an dieser Stelle. Hier hinten ist nochmal ein Sampler, der das Bild dann nochmal größer berechnet. Wir sehen hier links habe ich die Width und die Height aus der Node rausgenommen. Das Ganze kommt hier vorne aus der Size. Ne? Hier geben wir 1024 ein. Dann habe ich hier ein Reroute eingebaut. Und die 1024 gehen in die Höhe und in die Weite, damit wir an der Stelle unser Endresultat erhalten. Okay, hier hinten kommen noch ein paar Blending Nodes. Und da kommen wir gleich zu. Ich halte das extra ein bisschen kleiner hier gerade im Ausschnitt, weil ihr werdet gleich sehen, warum.
Und hier hinten noch ein Save Image. Das habe ich hier eingebaut, weil ich dachte mir, wenn man an dem Meme selber arbeitet, kann man hier schön die Einstellungen vornehmen, hier die Prompts machen und sieht hier unten ein Preview Image. Und wenn ihr was saven wollt, dann könnt ihr das natürlich Rechtsklick Save Image hier machen. Aber ihr könnt auch ganz kurz diese Note hier auswählen, Steuerung M drücken, um die zu aktivieren, das alles nochmal durchjagen und dann wird euer Bild gespeichert. Die machen wir jetzt aus. Obwohl, nee, die mache ich an, damit ich alle Resultate habe für die YouTube-Thumbnails. Wir erinnern uns. Genau. Ich habe hier hinten im Sampler noch ein Add Detail LoRa hinzugefügt mit einer Stärke von 1, damit es noch ein bisschen detailreicher wird. Auch hierzu gibt es ein Video. Denoise 0,5. Sollte alles inzwischen bekannt sein, wenn ihr meine Videos verfolgt habt. Genau, die Seeds habe ich an dieser Stelle auf beiden Samplern auf Fix gedreht, weil es eigentlich ganz praktisch ist, wenn man sich ein Bild generiert und dann hier durch die Prompts geht. Und man will ja ein festes Bild irgendwann haben. Deswegen habe ich die hier auf Fix gestellt, damit es auch einfach schneller geht. Sprich, wenn der Sampler hier hinten die Details hinzufügt und das Upscaling macht, damit man hier nicht so lange warten muss immer. Natürlich könnt ihr an der Stelle auch hier hinten das wieder auf Randomized umstellen, damit ihr hier mal ein bisschen Variation in den Details kriegt. Aber es tut sich nicht viel. Und hier vorne, wenn ihr ein Bild sucht, macht einfach hier immer den Seed einen höher oder einen runter, damit ihr andere Bilder generiert. Weil es ist ärgerlich, wenn ihr hier auf Randomize stellt, ihr habt genau das richtige Bild, müsst ihr hier hinten aber noch Änderungen vornehmen, damit die Texte stimmen und dann ist das Bild nämlich weg. Weil Comfy UI generiert die Seeds immer nach einem Durchlauf neu und nicht davor. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich glaube, man kann sich den dann rauskopieren und wieder reinkopieren, aber so geht es ja auch. Für den Fall ist es, glaube ich, ganz praktisch. Ihr könnt natürlich hier auch Randomize drücken und dann, wenn ihr die Einstellungen richtig habt, mit Q-Prompt hier hinten 50 Bilder generieren oder so und dann nachträglich auswählen. Das könnt ihr selber entscheiden dann. Ich lade den ganzen Workflow natürlich wieder auf Pastebin hoch, solltet ihr dann unten in der Beschreibung finden, könnt euch ihn runterladen und auch nochmal selber gucken, was hier passiert. Ich habe versucht, alles zu beschriften hier. Einerseits mit, was es macht, sagen wir mal hier zum Beispiel Shadow Size, das ist das, was der Parameter macht. Und hier in Klammern seht ihr den Originalnamen der Node. Also die kommt aus den Quality of Life und heißt Float O. Also da kann man dann mal nachsuchen. Float O, diese Node hier wäre es dann. So, damit es ein bisschen bei der Orientierung hilft. Gut. Wie kommen denn jetzt die Texte auf dieses Bild? Und ich habe ja schon gesagt, es gibt eine String-to-Image-Node in der Quality of Life Suite. String-to-Image. Und die habe ich sehr stark verwendet. Und jetzt nicht erschrecken, ich scrolle mal raus. Und das hier oben ist im Prinzip der Meme Generator. Also hier unten, da sind wir gerade durchgegangen. Das ist der Bereich, wo das Bild erzeugt wird. Und hier oben haben wir den Bereich, wo die Texte erzeugt werden. Und es ist nicht so kompliziert, wie es aussieht. Es wird ziemlich kompliziert durch diese ganzen Verbindungen hier, die man eigentlich so gar nicht mehr nachvollziehen kann. Im Prinzip habt ihr hier ein paar Parameter, die ihr auch nicht ändern müsst oder braucht, um die Basisposition der Texte zu ermitteln. Ich habe das auch beschriftet hier. Das ist zum Beispiel hier, das sind die Y-Koordinaten der Linien, also wie hoch die im Bild sind. Ne, Line 1 beginnt bei 55 Pixel, Line 2 beginnt bei 155 Pixel, Line 3 bei 850 und so weiter. Hier haben wir auch nochmal eine Weite und eine Höhe von 1024. Das müsst ihr auch nicht anpassen. Das ist eigentlich für dieses Setup hier ein Fixwert. Warum? Da kommen wir gleich noch zu, so gegen Ende dieser Textgenerierung hier an der Stelle. Hier habt ihr ein bisschen Mathematik. Und zwar wird hier einfach die Weite mal durch 2 geteilt. Das dient dazu, die
die Mitte einfach zu ermitteln des Bildes, damit der Text zentriert ist. Und hier an der Stelle kommen schon die Text-to-Image-Nodes vom Quality of Life zu tragen. Und zwar habe ich ein paar Dinge einfach aus den Eingabeparametern rausgenommen, wie zum Beispiel den Text, weil den haben wir ja unten, die Size, die haben wir auch ausgelagert, die Weite und die Höhe haben wir ausgelagert und X und Y, das sind die Koordinaten, wo der Text erscheinen soll. Also wenn wir mal eine Text-to-Image-Node so nehmen, dann sieht die so aus und hiervon sind ein paar Werte einfach als Eingabeparameter umgewandelt worden. Könnt ihr so machen und dann sagen Convert Text to Input, dann erscheint das hier und ihr könnt hier oben einen Text reinhängen. Das ist im Prinzip das, was hier passiert. Und zwar, das passiert hier 4-mal, weil wir haben 4 Lines und für jede Line wird jetzt aus dem Text ein Bild generiert. Und was wir im Anschluss daran machen, ist, wir benutzen die Image Blending Mode Node aus der WOS Node Suite. Ein komischer Satz, wenn ich ihn jetzt gerade spreche, aber stimmt, glaube ich. Aus der WOS Node Suite die Blending Mode Node. Das verwirrt mich. Ich sollte damit aufhören. Und die ist in der Lage, einfach Bilder übereinander zu blenden. Und was wir hier nämlich dann einfach machen, ist, wir nehmen Line 1 und Line 2, blenden die in ein neues Bild über. Wir nehmen hier unten Line 3 und Line 4. Moment, ich war falsch. Hier ist Line 3 und Line 4, blenden die in ein Bild über. Und von hier aus geht es dann nochmal in einen Blender, wo wir das Resultat aus dem oberen Blending und dem unteren Blending zusammenfügen zu einem neuen Bild. Wir machen hier, benutzen wir den Mode Add, weil wir es hinzufügen zu dem Bild. Und hier machen wir Lighten, damit die hellen Bereiche zusammenkommen und der Rest schwarz ist. Zu den Textnodes selber. Hier oben könnt ihr die Farben des Textes angeben. Und hier unten könnt ihr die Hintergrundfarben angeben. Also alles auf 0 bedeutet dann schwarz. Alles auf 255 bedeutet weiß. Und ansonsten habt ihr Rot, Grün und Blau an den Stellen. Und das mit dem Unterstrich A am Ende ist der Alpha-Channel. Den habe ich natürlich für den Text voll aufgedreht, für den Hintergrund ganz runter gedreht. Dadurch erzeugt ihr Transparenz. Expand sollte an dieser Stelle auf False stehen. Die Node ist in der Lage, wenn der Text länger wird, das Ganze auch noch zu verbreitern. Aber wir wollen ja im 1024 x 1024 Pixel Rahmen bleiben. Und das Ganze passiert hier hinten im Prinzip nochmal. Aber ihr könnt schon sehen, hier ist es umgedreht. Hier haben wir nämlich weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund und hier vorne haben wir schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Und das dient dazu, den Schatten zu erzeugen. Also hier wird im Prinzip nochmal der Schatten erzeugt und dazwischen ist noch ein bisschen Mathematik versteckt, nämlich dieses hier. Das sind Castings, sogenannte Castings, wo wir Datentypen umwandeln. Also hier machen wir aus Integern, was ganze Nummern sind, Floats, was Nachkommastellennummern sind, weil diese Node hier, die aus der Derfu Conf-UI Node Suite kommt, die ist in der Lage, Sachen zu summieren, braucht dafür aber diese Floats. Und auch hier habe ich einfach die Werte als Eingabeparameter gesetzt, also aus dem Widget rausgenommen und als Eingabeparameter umgewandelt, damit diese Node damit rechnen kann. Am Ende davon kriegen wir nämlich wieder eine Nachkommastelle, ein Float und müssen den wieder in eine ganze Nummer umwandeln, was wir dann als Y-Koordinate schicken können. Und im Prinzip macht diese Node nichts anderes, außer hier vorne einmal sich die, wo geht's hin? Genau, die Y-Koordinate der Line 2 zu nehmen. Die geht hier ja einmal durch. Hier haben wir auch noch eine Berechnung, welche dann hier unten aus diesem Line-Offset kommt. Aber im Prinzip nimmt sich das die Position der
Line 2 in dem Fall, schickt das als einen Wert hier rein und der zweite Wert ist hier unten der Shadow Size Wert. Und das wird dann summiert und auf die Y-Koordinate des Schattens gesetzt und dadurch haben wir einen leichten Versatz von, wie wir jetzt gerade eingestellt haben, 4 Pixeln und am Ende haben wir dann dieses Resultat hier unten, wie man hier nochmal sieht, dass hier ein Schatten entsteht. Wobei dieser Schatten hier nicht ganz korrekt ist. Der ist nämlich zu hoch, sehe ich gerade. Da kann ich gleich nochmal schauen und den Fehler suchen. Mache ich gleich. Bevor ich euch den Workflow hochlade, werde ich das nochmal eben fixen. Gut, und hier hinten im Schattenbereich passiert dasselbe. Also wir kriegen aus Text 2 Bilder, blenden die übereinander, für 3 und 4 auch, blenden die übereinander, nehmen das Resultat von hier oben und hier unten, blenden das auch nochmal übereinander und kriegen dann auch dieses 1024 x 1024 Pixel große Bild mit dem Schatten, was optisch ähnlich aussieht wie dem, aber um 4 Pixel versetzt ist. Genau, das sind unsere beiden Resultate und die gehen hier unten hin und da wir ja hier vorne die Größe angeben können, also hier, wir müssen ja nicht 1024 nehmen, wir können ja auch hier 1440p nehmen, das habe ich für die Eingangsbilder auch gemacht. Da habe ich es mir ein bisschen leicht gemacht und zwar nehme ich diese beiden Bilder hier. Wo kommen sie her? Er geht hier unten hin. Genau. Und er müsste von da kommen. Genau. Hier aus den letzten Blendings. Und skaliere einfach den Text hier nochmal hoch. Also diese Bilder werden nochmal hochskaliert. Dadurch sparen wir uns lästige Umrechnereien mit Fonts und die ganzen Positionen und sowas. Also wir erzeugen hier oben immer 1024 x 1024, damit wir mit den Positionen der Lines arbeiten können und skalieren das hier unten nochmal hoch. Und am Ende haben wir hier einfach nochmal die Image Blending Mode Node. Und die nimmt das Bild aus den Samplern und in dem Falle eins der Bilder oben, ich weiß nicht, welches das hier oben gerade ist, das ist der Schatten, blendet den da drüber, ja, kann man auch hier gut sehen, mit einem Darken, also er soll nur aus dem Schatten heraus die dunklen Bereiche einblenden, was ja die schwarze Schrift ist, und hier mit einem Lighten soll er die hellen Bereiche nochmal auf das Ergebnis setzen, was wir mit dem weißen Schriftzug bekommen. Weil der Schatten muss ja hinter dem eigentlichen Text sein. Wenn wir das umdrehen würden, hätten wir schwarzen Text und einen weißen Schatten und das wollen wir ja nicht. Und ja, das ist im Prinzip der Aufbau. Also es sieht wie gesagt kompliziert aus, ist es aber eigentlich nicht. Da könnt ihr ja mal ein bisschen im Workflow rumklicken und schauen, wie die Dinger verbunden sind. Im Prinzip hat man hier als Mathematik nur mal ein Summieren mit drin. Hier unten auch ein Subtrahieren. Das ist zum Beispiel für die Line 3, um die nach oben zu schieben, wenn man hier unten den Offset-Parameter benutzt. Wir erinnern uns, Line 2 kommt runter, Line 3 kommt hoch und diese Berechnung sehen wir hier. Das ist Line 2, da wird dieser Offset da wird dieser Offset addiert, dadurch kommt die Linie von der Y-Koordinate ein Stück runter. Hier unten wird er subtrahiert, dadurch kommt die Y-Koordinate ein Stück hoch und so funktioniert das Ganze. Und nach hier drüben hin, das ist einfach die Berechnung des Schattensatzes. Genau, jetzt gucke ich nochmal eben, warum hier diese Line 1 noch einen kleinen Fehler drin hat. Und zwar fehlt hier eine Berechnung der Y-Koordinate. Ich werde das jetzt mal eben kurz gucken, hier in diesem Video rauszufinden. Wenn es zu lange dauert, mache ich einen Cut. Die Y-Koordinate von Line 1. Hier oben haben wir Line 1. Das hier ist die Berechnung der Y-Koordinate. Und die müsste um 4 Pixel nach unten gehen. Und wir schauen mal.
Wo kommt das denn hierher? Wir sehen hier an dem Weißen, das geht hier in den Reroute rein. Klicken wir auf den Reroute, gehen hier runter und hier ist eine 4 drin. Ist Value A hier vielleicht falsch? Value A ist auch korrekt. Das müsste eigentlich stimmen. Ich lasse das Bild nochmal berendern. Ich habe hier eben am Seed rumgedoktert. Kommt aber ein schöner Frosch, das sehe ich jetzt schon. Jetzt ist es korrekt. Es war anscheinend doch kein Fehler. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie doch noch ein Bug im Background von Comfy UI oder Berechnungen der Custom Nodes. Weiß ich nicht, wie das zustande gekommen ist. Aber gut. Eine Sache noch. Ihr könnt den Font auch noch ändern. Für dieses Video habe ich ihn jetzt auf Standard gelassen. Hier könnt ihr nämlich den Font ändern. Und wie ihr das macht, ihr könnt, wenn ihr in euer Comfy UI Installationsverzeichnis geht, unter Comfy UI Custom Nodes und dann in der Quality of Life Suite, wenn ihr da reingeht, seht ihr hier ein Fonts-Verzeichnis. Und hier könnt ihr weitere Fonts hinzufügen, die ihr dann hier laden könnt. Genau. Ich werde jetzt einmal kurz ausprobieren. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Wenn man Font to Input macht, dann hat man, glaube ich, hier an der Stelle einen Text. Ah, nee, das geht. Das funktioniert. Man kriegt automatisch ein Auswahldingens. Ich lasse das noch einmal laufen. Hier unten ändert sich natürlich nichts. Ich müsste einmal den Seed weiter schubsen. Genau. Ich will mal kurz gucken, ob das so funktioniert, weil dann könnte man natürlich noch sagen, wenn man den Font wirklich ändern will, dass man alle Nodes hier auf diese Node umstellt und vielleicht auch sogar nach unten packt. Das scheint zu funktionieren. Sehr gut. Sollen wir das noch eben machen? Ich nehme jetzt schon 30 Minuten auf, Alter. Ja, es tut mir leid, aber man muss das halt ein bisschen erklären. Oder ihr macht es an der Stelle einfach selber. Ihr könnt das Ding hier ja erweitern. So, Font to Widget. Dann nehmen wir die wieder weg. Ich save das Ganze gleich nochmal. Und ja, ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe. Und ja, habe ich. Wenn ihr Memes von bekannten Memes erstellen wollt, dann geht doch einfach mal auf Civit AI, geht hier oben in die Suche und sucht mal nach Meme und dann in der Keyword Search. Es gibt nämlich einige LoRa's, die bereits auf Memes trainiert sind. Also wenn ihr selber für gewisse Memes ein Bild erstellen wollt, schaut mal rein. Hier gibt es zum Beispiel One Does Not Simply Meme, Konzept LoRa. Die könnten da sehr hilfreich sein. Ich habe ein Hide the Pain LoRa schon runtergeladen und damit rumprobiert und rumgespielt und es liefert wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse. Aber im Rahmen dieses Videos wollte ich es dann nicht verwenden, weil man weiß ja nie, ob man dann irgendwelche Copyright oder Persönlichkeitsverrechte, ihr wisst schon, also die Persönlichkeit von jemandem verletzt, wie zum Beispiel diesem Arnold, der nicht so heißt, aber das wollte ich jetzt nicht machen. Aber als kleinen Tipp, schaut mal danach, dann könnt ihr auch eventuell sogar bekannte Memes nachbilden. Packt dann das LoRa am besten hier vorne rein. Hier das Herald hatte ich mir mal runtergeladen oder Math Lady. Das kann ich euch an der Stelle. Math Lady müsste eigentlich gehen. Wenn wir jetzt hier mal sagen
Math Lady und hier unten gebe ich jetzt trotzdem mal ein. Ich weiß nämlich nicht, was passiert. Wir bleiben bei 1024 mal 1024. Ich gebe mal hier einfach Very Complicated als Line 4 ein. Löscht die anderen Lines mal raus. Oder wartet mal, wir machen das so. Very Complicated, Fragezeichen. No way, Ausrufezeichen. Und lassen das Ganze mal durchjagen. Das ist zum Beispiel das, was das Math Lady Meme macht. Ich finde es ein bisschen schade, dass es das vierteilt, weil so ein einfaches Bild mit so ein bisschen Formeln wäre schöner gewesen. Aber wenn ihr sowas habt, dann könntet ihr ja auch noch einen Crop oder sowas hier zwischenbauen. Hier unten ist ja halt einfach ein ganz normaler Workflow zur Bildgenerierung. So, und da haben wir schon unser Bild. Ja, funktioniert. Gut, und was ich eben meinte, stellt einfach hier unten auf Randomize, stellt hier auf Randomize. Sagt hier, ihr wollt 5 Bilder generieren und dann rattert das Ding los. Gut, ja, wieder ein langes Video geworden, ein bisschen kürzer, werde ich wahrscheinlich hier und da mal was cutten, wie immer, aber ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Meme Generator und ich fand es einfach ein richtig gutes Beispiel, um mal zu zeigen, was man mit Comfy UI noch so machen kann, dass man da auch wirklich Berechnungen einbauen kann und ein bisschen Bildmanipulation, weil wir blenden hier Texte auf Bilder ein. Genau. Ja, dann probiert einfach selber mal rum. Habt Spaß dabei. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Macht es gut und tschüss.